Der große Rundgang 2023. Ist es März? 10. März, die Ruhe vor dem Sturm, 2.799 €. Und du sagst, da geht noch einiges runter, wenn man das Thema Jobrad spielt. Großer Rundgang, das ist eins der günstigsten Modelle, die man noch mit gutem Gewissen verkaufen kann. Denn es geht darum, keinen Schrott zu verkaufen, sondern gute Qualität. Hallo Kai Gimmler. Hi Sven, genau darum geht's. Weil, ich meine, du willst ja Spaß haben mit deinem Produkt. Und es gibt, sagen wir, es muss nicht immer das teuerste sein, aber es gibt aus meiner Perspektive ja immer eine gesunde Untergrenze, die man möglichst nicht unterschreiten sollte. Das ist dann in meinen Augen so ein bisschen Hersteller- oder auch Shop unabhängig. Ne? Wenn wir vernünftige Komponenten wollen, wie eine hydraulische Scheibenbremse, einen namhaften Motorhersteller mit namhaftem Akku und so weiter, dann bist du immer irgendwo in der Preisliga ab 2,5 rund bist du unterwegs. So, Bosch Performance Line, ein Ghost-Rad, das wird sogar noch in Deutschland assembliert, das heißt zusammengeschraubt mit allen drum und dran. Du kriegst einen Meisterservice mit dabei, 2.799. Wie kann ich denn jetzt sparen als Arbeitnehmer? Wie funktioniert das? Indem du zum Arbeitgeber rennst, dem Druck machst, er soll einen Rahmenvertrag mit einem Jobrad-Leasinggeber abschließen und dann wird die Leasingrate von deinem Bruttogehalt abgezogen und je nach Verdienst und Steuerklasse kannst du richtig sparen. Wir können das Ganze ja mal simulieren. Ja, 2.799, wir haben es schon eingetippt. In dem Fall 2.999. Wir ändern mal ein bisschen runter. 2,7 machen wir mal draus. Wir haben jetzt, machen wir hier mal 3.000 €, das war ein schönes Beispiel. Bruttogehalt, ich verdiene 3.000 €. Genau. So, und jetzt passiert Folgendes. Also, anhand des Kaufpreises vom Rad bemisst sich diese Umwandlungsrate. Diese 86 €, was haben wir hier noch ein paar zerquetschte? Und die werden jetzt von meinem Bruttogehalt abgezogen. Das heißt, mein zu versteuerndes Einkommen verringert sich und was mir dann am Auszahlungsbetrag, also was ich netto rauskriege, reduziert sich nur um 49 €. Das heißt, dieses Rad kostet mich über 3 Jahre, so lange läuft das Leasing, rund 50 € im Monat. So, es gibt eine relative Ersparnis von 31,66%. Das Ganze kann ich nutzen, wenn ich Steuern zahle. Wenn ich natürlich keine Steuern zahle, habe ich immer noch den Vorteil, dass ich das Rad nicht auf einmal bezahlen muss, oder? Genau. Also sag mal so, du musst natürlich schon deine Steuern in Deutschland bezahlen. Du kannst, also wir sind ja hier in der Grenzregion. Wenn du, sag mal, jetzt in Deutschland keine Steuern zahlst, weil du in Frankreich wohnst, funktioniert das natürlich nicht. Es ist halt so, du sparst natürlich umso mehr, je höher deine Steuerlast ist. Aber auch, sag mal, bei niedrigen Einkommensklassen oder sagen wir für den Fall oder günstige Steuerklassen, wo du wenig Steuern bezahlst, rentiert sich trotzdem, weil ich das Geld nicht bar auf den Tisch legen muss und das Rad über die Laufzeit natürlich diebstahlversichert ist. So, hier haben wir was Besonderes. Es gibt ein neues Rough Cycle. Gilt übrigens für alle Räder, die wir heute zeigen im großen Rundgang. Das ist Lil Missy, eine Neuheit des Jahres 2023. Abgeleitet von meinem absoluten Lieblingsbike vom Lil Buddy haben wir jetzt hier die Mädels-Variante mit ein bisschen abgeändertem Rahmen, aber auch einfach noch gleicher Nutzwert, gleicher Style, gleicher Fun-Faktor. So ein bisschen Bonanza, oder? Für mich ist es die Reinkarnation des Bonanza-Fahrers. Eine neue Interpretation mit Elektroantrieb, aber für mich auch von der Sitzposition, so von der Coolness her geht das genau in die Richtung. Das Ganze gibt es in verschiedenen Größen und Rahmengrößen. Rough Cycles heißt der Hersteller, gibt es bei dir in Buß, das liegt im Saarland, zuhauf. Du hast alle Modelle da, die es gibt im Moment? Wir haben alle Modelle da, also alle 3 Modellreihen. Den Cruiser, das Biggie und auch das Lil Buddy und das Missy. So gesagt 4 Modellreihen, also haben wir alle vor Ort. So, sobald das Wetter aufgeht, stürmen die dir die Bude mit Tiefeinsteigern. Ja. Das ist also, die haben kein Rohr unter meinem Gesäß, sondern das Ganze geht bis runter tief und ich habe einen sehr schönen Einstieg. Zeig mal bitte. Das ist einfach das Ding, du kannst einfach hier durchsteigen, du musst das Bein nicht hinten drüber schwingen, je nach Bekleidung oder ach, sag mal, wenn du hinten einen Korb montierst oder weiß der Geier was, ist das einfach das bequemere Rad. So, die haben jetzt welche Motoren? Das hier zum Beispiel, was ist da eingebaut? Also hier haben wir jetzt den Bosch CX-Motor drin. Einen starken Motor. Einen starken Motor, genau. Sagen wir, die Modelle sind gestaffelt. Wir haben hinten die Räder stehen, die ein bisschen, also deutlich preisgünstiger liegen für den City-Einsatz. Da hast du bis runter bis 40 Newtonmeter geht das dann mit kleinen Akkus. Die Modellreihen gehen so bei 2,6 los und gehen natürlich dann bis hoch 7.000 €, wenn du willst Neon haben, wenn du willst Automatik, nur Vinci, Enviolo haben und so weiter und so fort. Insofern ganz breit aufgestellt, auch von der Preisrange. Ja, neu im Programm hast du Harley Davidson. Das sind Fahrräder powered by Harley Davidson. Tolle Räder, zum Beispiel mit Carbon-Riemen-Antrieb und einer automatischen Schaltung teilweise. Genau. Also hier ist es tatsächlich so, wir haben die Enviolo Automatik drin. Da wird die Übersetzung automatisch gewählt. Du stellst ja nur über eine App die Trittfrequenz ein, also wie schnell du vorne treten willst. Und das bleibt dann immer gleich, egal wie schnell du fährst. Auch wenn ich den Berg hochfahre, die macht alles von selbst. Macht alles von selbst. Stufenlos. Stufenlos.
So, und dann haben wir hier vorne eine Neuheit, muss man sagen. Es gibt jetzt immer mehr Zubehör für das Lil Buddy von Rough Cycles. Das ist jetzt eine Power-Version mit Bosch Performance CX und einem Lastengepäckträger vorne. Jawohl. Den haben wir jetzt neu im Zubehörprogramm und passt einfach vom Style und einfach an das Rad dran. Also ich finde das Ding mega cool. Ja, günstige Mountainbikes, großes Thema, kommen wir gleich zu. Also bitte bleibt bitte dran. Die Kompakträder nach wie vor noch im Trend, 2.999 € von Vinora. Dies sind Fahrräder, die ich auf ein Packmaß bringen kann, das so klein ist, dass ich 3, 4, 5 Stück nebeneinander machen kann. Also wenn du zum Beispiel hingehst, wir können also hier den Lenker anklappen, absenken, kann die Sattelstütze rausnehmen, kann dann noch die Pedale anklappen. Und dann hast du wirklich ein Rad, was du vor allem durch die Rahmenform, weil du hier in der Mitte greifen kannst, ist das Rad enorm handlich. Sehr handlich. Also das sind Kompakträder, das kommt immer mehr. Hier ist eine PW Series ST mit drin, also eine ordentliche Leistung hier für das Fahrrad. Die sind zugelassen in Deutschland. Alle Räder, die du hast, sind zugelassen in Deutschland, korrekt? Natürlich, klar. Wir haben aktuell auch noch S-Pedelecs, ne, wo dann, da bist du dann im Fahrzeugbereich, wo du auch ein Versicherungskennzeichen brauchst. Aber alles andere sind ganz normale Pedelecs mit Unterstützung bis 25 km/h, gelten rechtlich wie ein Fahrrad. Aber du verkaufst nichts, wo es heißt, bitte nur einsetzen auf Privatgelände. Sowas geht nicht. Also das kannst du mit gutem Gewissen gar nicht verkaufen, weil die Leute nutzen es letztendlich doch auf der Straße, oder? Es ist ja nicht nur das, ich sag mal, wer stellt denn solche Dinge her? Also letztendlich bin ich ja immer ein bisschen in der Haftung drin, was die Qualität angeht und fühle mich auch dem Service verpflichtet. Und sagen wir, Hersteller, die jetzt Dinge produzieren, die gar nicht zugelassen sind, stellen also auch diese Service-Möglichkeiten nicht sicher. Insofern machen wir das nicht. So, hier haben wir was Besonderes. Da ist die Kette eingefasst in einen Schutz mit drin, damit ich mich nicht dreckig mache. Das oder die Kette nicht dreckig. Das nennt man Chainkleider. Also es ist eine Kunststoffummantelung der Kette, wo die Kette also innenliegend läuft. Und hat genau den Zweck, wie du gerade erwähnt hast. Also ich kann mir nichts an die Hose schmieren, beziehungsweise auch nicht ins Auto, wenn ich das Rad in den Kofferraum packe. Kann man nicht nachrüsten, oder doch? Doch, wäre möglich, aber voraussetzt natürlich, dass du eine Nabenschaltung am Rad hast. Du musst es ja irgendwie da durchkriegen. Ja, das ist so. So, dann ganz großes Thema sind günstige Tiefeinsteiger. Das sind Fahrräder, die sehr viel Komfort bieten. Für die City und so weiter, auch im Saarland, wo wir ja Berg und Tal haben, kann man diese Fahrräder sehr schön nutzen. Also nicht nur am Leinfahrt, sondern wirklich für den Alltag. Da gibt es verschiedene Versionen. Es gibt diese Tiefeinsteiger einmal mit glatter Bereifung, die haben wir hier. Die sind sehr schnell auf der Straße, aber fürs Gelände, wenn es trocken ist, kein Problem, oder? Nee, also hier sind wir ja so ein bisschen im City-Bereich und selbst da haben wir schon breitere Reifen, als es früher üblich war. Ja? Vom Profil her glatt, das rollt also absolut leise auf Asphalt oder Beton oder wo auch schnell, oder? Auch schnell, genau. Hast dann hier eine bequeme Sitzposition mit einem stark angewinkelten Lenker. Also hier geht es wirklich um Komfort, um eher gemütliches Fahren. Das ist der Einsatzbereich dieser Räder. Ja, 2.599 €. Auch diese Räder kann man problemlos leasen. Die haben einen Bosch-Antrieb mit drin, Active Line. Und auch hier ist Beratung natürlich Trumpf. Alle Räder kann man Probe fahren. Bitte mal etwas weitergehen. Tiefeinsteiger gibt es natürlich wie Sand am Meer. Da entscheidet aber ganz oft auch Form und Farbe und Design. Und wie ist das denn? Viele Leute kommen rein, gucken sich erstmal an, gefällt mir das Fahrrad von der Optik her. Ist das ein Hotseller bei dir, Vinora? Ja, absolut. Also das hier, wir hatten ja gerade eben sagen wir, das Rad gesehen mit den glatten Reifen und das hier sind die sogenannten SUV-Modelle, die quasi den Tiefeinsteiger mit dem Mountainbike kreuzen. Ja? Wir haben also einen breiten Reifen mit einem offenen Profil, mit dem ich halt einfach dann auch mal einen guten Wald- oder Schotterweg fahren kann, habe mehr Kontrolle und fühle mich sicherer auf dem Rad. Ja, kostet schon etwas über 4.000 €, aber die Qualität, sagst du, das ist eigentlich ein Mountainbike. Das ist ein Hardtail-Mountainbike als Tiefeinsteiger, oder? Wir haben hier aber auch gegenüber dem vorherigen Rad, was günstiger war, dann auch den stärkeren Motor und größeren Akku drin. Bosch CX, oder was ist hier drin? Hier haben wir, Sekunde gerade, hier sind wir ja beim Yamaha, beim XE. Und haben einen 720er Akku drin. Insofern ist der Preis ja auch von daher gerechtfertigt. Reichweite unglaublich, oder? Yamaha also plus der 720er. Schon 80 bis 100 Kilometer sind dann schon realistisch. Es geht natürlich auch deutlich drüber und deutlich drunter. Das ist aber dann so ein bisschen eine untypische Nutzung. Der Yamaha, ein sehr, sehr komfortabler Motor. Man hört ihn kaum. Und zuverlässig.
sehr leise. Ja, bitte mal rein. Da gibt es noch in grün und so weiter. Also die Farben erstmal. Trotzdem, man sollte sich beraten lassen. Aufgrund dieses Thema Jobleasings, was wir ganz am Anfang vom Video haben, kommen die Leute teilweise von Unternehmen, stürmen dir die Bude und sagen, wo habt ihr die ganzen Räder? Habt ihr denn noch Zeit für die Beratung? Und ich sag mal, welche Tage sind denn besser als Samstag? Also der klassischerweise schwächste Tag ist immer der Donnerstag. Also wenn jemand donnerstags Zeit hat, da haben wir meistens Luft. Das ist für uns so in der Woche der Tag, wo wir so ein bisschen uns konsolidieren und aufarbeiten. Samstag natürlich klar stärkste besuchter Tag, weil wir ja auch bis 18 Uhr dann aufhaben durchgehend. Ja, Centurion, das ist eine wiederbelebte Marke, so muss man sagen. Die gibt es schon ewig. Oder war die jemals tot? Nee. Also Centurion haben wir durchgängig produziert. Bei den Rädern haben wir jetzt also hier auch den Bosch-Antrieb drin. Im Vergleich dazu haben wir dann von Merida, die über den gleichen Vertrieb laufen, dann auch noch Räder mit dem Shimano-Motor. Kommen wir dann gleich zu. Okay, also ein sehr, sehr starker Motor, oder? Genau. Gut, dann in Silber, also die Tiefanschlag, ich zeige mal ganz kurz den Preis, halt mal still, 4.399 und da ist es, denn wir werden ein kleines Inhaltsverzeichnis bei YouTube machen, dass man sie etwas besser sieht. Hier noch ein kleiner Exot, können wir gerade mal zeigen, das ist was ganz Besonderes, das ist ein, ich sag mal Rough Cycle, ja. Allerdings in einer besonderen Version eines Designers aus Amerika. The Ruffian ist das und hier gab es eine Kooperation mit dem Paul Jr., wer noch die Serie OCC, Orange County Choppers von D-Max kennt. Das war der Sohn, besser der Alte und der Sohn, die ich ja immer gekloppt habe wegen allem Scheiß. Und hier haben wir das Original PJD-Logo auf dem Tank drauf und haben auch eine Urkunde zu dem Rad mit der Originalunterschrift. So, PJD, das ist die Urkunde. Preis von dem Rad, was kostet was? Da sind wir bei 6.599. Auch das? Mit Shimano, mit Bosch CX und 500 Wattstunden Akku. So, auch das Fahrrad könnte ich jobleasen und dadurch, ich sag mal, 30% sind gar nicht so unüblich, oder? Nee, also sagen wir, im Großen und Ganzen liegt es immer so zwischen 25 und 40%, kann man sagen. So, du warst mal klein. Hast du sowas mal gehabt als Kind? Als ich Kind war, gab es sowas ehrlich gesagt noch nicht. Ja, du hast nur Räder für die ganz Kleinen. Also für die mittleren, da fängt das schon an, 24 Zoll E-Bikes hast du. An. Richtig, genau, kommen wir gleich dazu. Aber um jetzt sagen wir, gerade wenn jetzt Eltern kommen, wir haben ja auch die Kinderanhänger noch im Programm, Laufrädchen und so weiter, damit wir die ganze Familie bedienen können. Aber Jugend- und Erwachsenenräder ohne Elektromotor machen wir nicht mehr. Nicht mehr. So, der große Trend sind E-Bikes. Und hier haben wir so ein Einstiegs-E-Bike von Highbike, 2.699 €. Da kann ich mich dran erinnern, die waren mal ein Tausender billiger vor 5 Jahren. Die Elektroräder? Nee. Ja. Nee, war nicht so. Die waren immer über 2.000? Wir hatten, das Modell ist gleich geblieben, da hat sich kaum was geändert, auch vom Preis her nicht. Auch vom Preis her nicht. Also die sind sehr wertstabil. Sag mal jetzt, ist das ein 24 Zoll Fahrrad? Wenn mein Kind jetzt größer wird, kann ich das bei eBay Kleinanzeigen reinstellen? Kriege ich dafür noch was? Also pass auf, ganz typische Geschichte mit diesen Kinderrädern. Das haben wir auch oft bei den teuren Anhängern. Gerade diese Kindersachen, weil die Eltern ja immer in der gleichen Situation sind, dass die Kids halt relativ schnell rauswachsen, sind die Gebrauchtpreise unfassbar hoch. Also wir haben hier schon Leute gehabt, die gekommen sind und haben gesagt, pass auf, es macht gar keinen Sinn mehr, ein Gebrauchtes zu kaufen. Für ein paar Euro mehr kriege ich es auch in neu. Ist auch neu. Also das kann man bedenkenlos kaufen. Das Coole ist, das Kind hat, also mein Sohn, der hat ja einen 24 Zoll gehabt in Blau. Und was krass war, die Bandbreite, wie er es benutzen konnte. Er konnte etwa 3 Jahre mitfahren. Also am Anfang war es natürlich abenteuerlich. Da haben wir auch extra einen anderen Sattel genommen, der noch tiefer war. Da ging es um jeden Zentimeter. Genau. So, und dann irgendwann war Feierabend. Aber insgesamt waren es drei Saisons, wo er Spaß hatte. Ja, und ich meine, das ist es doch wert. Und wenn du jetzt dann nach 3 Saisonen das Rad mit relativ wenig Verlust wieder weiterverkaufst, dann hat sich das doch gelohnt. Ja, absolut. Also viele werden jetzt schimpfen, wenn sagen, die Kinder brauchen den Sport. Aber es ist natürlich auch relativ, wenn du am Berg wohnst und du hast ein kleines Kind und es soll den Berg hoch, das fährt viel lieber den Berg runter. Das ist doch mal ganz anders. Wie viele Familien haben wir denn jetzt, die mit ihren E-Bikes dann in den Urlaub fahren und dann auch Tagestouren machen? Dann kannst du ja nicht die Eltern fahren mit den E-Bikes und strampeln da weg und die Kinder hecheln hinterher. Das funktioniert ja auch nicht, weil das ist dann eigentlich so in den meisten Fällen die Situation, wo wir diese Räder dann verkaufen. So, was ist das hier? So, jetzt kommen wir hier in unseren Trekkingradbereich. Hier haben wir verschiedene Modelle von Highbike und Vinora.
mit verschiedenen Rahmenformen. Trekkingrad, was ist das? Das Trekkingrad ist das klassische Rad, mit dem ich Überlandtouren mache, habe Gepäck dabei, habe Licht mit dran, wo also alles schon serienmäßig verbaut ist. Licht, Schutzblech, Gepäckträger, das ist das klassische Trekkingrad. Okay, wenn wir mal kurz, wir gehen mal hier ans Ende ran. Da haben wir jetzt ein Trekkingrad vom Hersteller Vinora. Vinora Highbike, gleiche Gruppe? Genau, gehört alles zur gleichen Gruppe. Also die Vinora Group ist der Hersteller, die machen dann Vinora, Highbike und auch Sinus, wobei dieser Name jetzt langsam ausläuft. Hier haben wir das Yakun-Modell. Ist jetzt, ich tue mir ein bisschen schwer mit der Beschreibung, ist auf der einen Seite so ein bisschen eher klassisches Rahmendesign, aber doch mit modernen Elementen. Kommt so ein bisschen herrschaftlich daher, würde ich sagen. Ziemlich schick Motor, was ist da drin? Also hier haben wir dann jetzt einen Bosch nochmal mit drin, und zwar auch den CX in Ausführung das neue Smart System und mit Kiox-Display. Das Kiox-Display, was ja dann schon einiges an Funktionen bietet, ist ja im Prinzip schon ein kompletter Trainingscomputer, ein Farbdisplay, mit dem man sich dann schon ganz genüsslich auseinandersetzen kann. Mit dem, was es alles an Funktionen hat und kann. So, ich krieg's gerade nicht scharf, aber die Besonderheit hier ist ja natürlich, ich habe eine ordentliche Gabel drin. Das ist eigentlich ein ganz tolles Rad, je nach Ausführung sogar stolligere Bereifung. Kann ich hier stolligere Bereifung später noch drauf machen? Geht das? Also innerhalb der gleichen Reifenbreite ist das möglich, genau. Das ist möglich. Also der ist ja schon ein bisschen stollig. Ja. So, dann habe ich, wie gesagt, immer Beleuchtung mit dabei, mit allem drum und dran. 4.699 €. Auch hier kann man viel Geld sparen durch das Thema Jobleasing. Das heißt, sobald ich Steuern zahle, kann ich auch sparen. So einfach ist das. Machen das überhaupt Leute, Jobleasing, in Prozent deiner Kunden? Ich glaube, du bist... Also absolut überwiegend mittlerweile, weil es ist einfach ein Modell, wo eigentlich jeder was von hat. Guck mal, der Arbeitgeber kann was für seine Mitarbeiter tun, ohne dass er gleich muss in die eigene Tasche greifen. Der Mitarbeiter kriegt für wenig Geld ein E-Bike, kann sich sportlich betätigen. Also letztendlich eine Win-Win-Situation für alle. Das ist wirklich so ein toller Anreiz, weil Steuern zahlen wir alle genug. Und hier kriege ich vom Staat was zurück. Das heißt, ich kriege mein E-Bike, muss kein Geld hinlegen, muss gar nichts mitbringen und kriege kleine Raten abgezogen, weil es wird vom Bruttogehalt abgezogen. Wer kam denn auf die Idee? Weil, ich sag mal, meinen Einkauf bei Globus kann ich nicht vom Bruttogehalt abziehen. Ja gut, da gibt es ja Gutscheinlösungen mit 50 €. Extra Plus, ja genau. Aber letztendlich das Funktionsprinzip ist ja das gleiche. Derjenige, der es durchgesetzt hat, das war dann Jobrad, die sind ja sozusagen auch dann das Original. Und das Ganze läuft ja jetzt schon seit 10 Jahren und ist rechtlich abgesichert und funktioniert. So, hier wird immer an Gewicht gespart. Das sieht man hier, die Abdeckungen, auch die sind... Ist deswegen so, weil wir diese Sattelstütze ja oft bei den Probefahrten ein bisschen verstellen müssen. Und bei Merida ist es so, dass diese Abdeckung, also hier fest mit dem Zug verschraubt wird. Ja. Und dann kannst du die Sattelstütze nicht mehr rein und raus machen. Deswegen haben wir es hier im Moment außen liegen. Ja, was ganz Besonderes, das ist ein Fully, aber ein Trekking-Fully. Nein, eben nicht. Also dieses Rad basiert auf dem Mountainbike, auf dem E140. Du hast halt beim Mountainbike gegenüber dem Trekkingrad einfach eine andere Geometrie. Das Trekkingrad ist ja für eher gemütliches Dahingleiten auf leichtem Gelände. Und hier haben wir den Mountainbike-Rahmen mit Mountainbike-Geometrie, mit dem entsprechenden Handling im Trail. Aber, weil das so ein ganz typisches Ding ist, die Leute wollen immer der Optik wegen erstmal Mountainbike und man merkt es auf einmal im E-Bike, Mensch, ich kann hier hin, kann da hin, kann alles mögliche mit dem Rad erledigen. Und dann kommen sie in der zweiten Woche, okay, machen wir noch Licht dran, einmal machen wir noch Schutzblech dran, einmal machen wir noch einen Gepäckträger dran. Und jetzt kriegen wir von den Herstellern langsam die Produkte, wo das alles serienmäßig verbaut ist. Das heißt, die Optik auch so schick wie ein Mountainbike, die ganzen Schutzbleche nicht so aufgesetzt, sondern sehr, sehr designmäßig toll designt. Ich habe hinten und vorne Federung, das sieht man hier, zentrales Federbein hier in der Mitte mit drin und vorne die Feder mit drin und eine Beleuchtung, die so hell ist. Mach mal bitte an, die Beleuchtung. Ja. Mal gucken, was im Motor ist drin? Shimano? Ja, den Shimano EP8. Also der stärkste Shimano-Motor drin. Auch der hat 85 Newtonmeter wie der Bosch Performance CX. Und hier guckt ihr erst mal an, wie toll das aussieht. Kai, das ist ein tolles Fahrrad. Was kostet denn sowas? So, hier liegen wir bei 5.849 €. Also 5.849 €. Auch hier kann man durch das Thema Gehaltsumwandlung unglaublich viel Geld machen. Also sparen mittlerweile, ich glaube 70% aller Kunden, die reinkommen, die kaufen, machen das über das Thema Jobradleasing, oder? Wir haben nur noch sehr wenige, die die Räder direkt kaufen. Das ist ja krass, hat sich komplett geändert in wenigen Jahren. Ja, weil es macht ja auch einfach Sinn. Es hat sich am Anfang ein bisschen gedauert. Gerade große Arbeitgeber haben sich schwer getan mit dem Thema, weil dann kommt natürlich die Gewerkschaft noch, es kommt die Rechtsabteilung, es kommt die Finanz guckt noch mal drüber, die Steuerabteilung und so weiter. Da haben wir oft die Feststellung gehabt, dass kleine Betriebe da beweglicher sind, aber mittlerweile setzt es sich durch. Ich sehe es sogar so, es kommt eigentlich kaum noch ein Arbeitgeber um das Thema drumherum.
So, hier hast du das gleiche von Highbike, Adventure, FS heißt das. Das ist das eine starke Fahrzeuggattung für dich, hier diese SUV, Mountainbikes? Modelle, die haben wir jetzt relativ neu in dem Bereich, dann auch mit Federung von Highbike. Aber das ist ein Bereich, der wird immer stärker kommen. Also das ist meine Prognose. So, Centurion, das Highbike-Derivat quasi für etwas größere Menschen, habe ich das Gefühl. Das ist ein großer Rahmengröße. Ein XL-Rahmen, genau. Nimm mal raus bitte, dass man es mal sieht, weil du bist ein L-Typ oder ein M-Typ und das ist XL. Das ist jetzt wirklich, das ist total Krankheit. Du siehst da aus wie ein Bonsai dagegen. Aber es gibt ja Leute, die groß sind, die wissen sowas sehr zu schätzen, oder? Ja, wir haben tatsächlich in der Vergangenheit oft Probleme gehabt, Rahmen vom Hersteller zu kriegen, die wirklich groß genug sind. Und bei dem Modell hier beim Lasa von Centurion ist das tatsächlich so, dass das XL auch wirklich ein XL ist und nicht ein zartes L. So, ich gehe mal einen Schritt zurück, denn da sieht man nochmal die Größenverhältnisse. Du stellst es bitte nochmal rein, dass wir das sehen. Auch hier haben wir Schutzblech mit dabei, starker Motor. Was ist das für ein System? Bosch? Auch wieder Bosch CX. Bosch CX. Also der Bosch CX ist in Deutschland sehr beliebt. Aber es gibt viele Pendants, die ganz gut sind. Davon gibt es dann sehr viele von Centurion. Sag mal, die Farben sind alle sehr gedeckt in dieser Saison. Ist das der neue Trend? Alles ein bisschen konservativer? Also, muss man sagen, jetzt die Trekkingräder sind traditionell eher ein bisschen gedeckter von den Farben. So, was ist das denn hier? Ein All Mountain von Highbike. Das sieht ja mal scharf aus. Hier haben wir ein Highbike mit einem Carbonrahmen. Das ist jetzt hier mal im Top-Bereich unterwegs, was Highbike so abdeckt. Haben den Carbonrahmen drin, haben auch den Bosch CX, haben einen 625er Akku mit einer wirklich starken Magura-Bremse. Kostet sowas ungefähr? Hier sind wir bei, Sekunde, 9.000 Euro. 9.000 Euro. Also Highbike steht ja für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die haben von ganz günstig bis ganz hochwertig, so kann man sagen. Vor allem sagen wir ein ganz breites Spektrum überhaupt. Ab Highbike war ja der erste Hersteller, der sich wirklich, die haben das erste E-Mountainbike gemacht, das erste E-Fully, das erste E-Rennrad. Also insofern gelten die auch für viele so ein bisschen als das Original. So, auch selbst in Amerika ist Highbike sehr beliebt, ja, weil die Amerikaner darauf stehen. Die Amerikaner, ich sag mal, wenn du da drüben bist, denkst du, ja, die müssen noch viel mehr E-Bikes haben. Deutschland ist das Eldorado für E-Bike-Fahrer. Also Amerika auf der ganzen Welt, glaube ich, oder? Amerika ist sich erst am entwickeln, aber auch da wird der Markt sich deutlich stärker entwickeln. Das war auch so ein bisschen mit das Ding, weil auch Frankreich die letzten Jahre dann doch stark in den Absatzzahlen gestiegen ist in Amerika. Und das kam alles so ein bisschen zusammen mit den Lieferschwierigkeiten bei Teilen. Das war alles mit ein Faktor, warum es die letzten Jahre echt schwierig war. So, 10. März 2023. Heute ist ein Freitag, morgen ist Samstag. Es wird immer stärker. Noch ist das Wetter ein bisschen schlecht. Also das ist noch durchwachsen. Es regnet, es ist kalt. Aber das kann sich von heute auf morgen ändern. Das heißt, in der Woche hier, wir sind im Südwesten, da ist sowieso immer ein bisschen wärmer. Ich hoffe es sowohl fürs Geschäft als auch fürs Gemüt. So, das ist ein Ghost. Warte, ich zeig das mal. Ein Ghost-Fahrrad in grün. Was sind das für eins? So, hier sind wir beim E-Riot in der Enduro-Variante mit 170 mm vorne. Mit Alurahmen. Ich muss sagen, das ist im Moment so ein bisschen mein Preis-Leistungssieger, wenn ich das mal sehe. Warte, ich guck mal. Fox, also nochmal, Full-Fox-Ausstattung. 5.799 Euro. Was hat denn der drauf? CX? XT? Ja, XT. Genau. Wir haben die XT-Ausstattung, wir haben die Fox 38 drauf, haben einen Stahlfederdämpfer, also das ist einfach ein rundes Gesamtpaket für den Preis. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Ghost, wo wir auch über den Preis reden können. Das ist erstmal das günstigere Rad dann mit dem neuen Bosch Smart System und dem noch größeren Akku. Aber das bessere Gesamtpaket sehe ich eigentlich in diesem Rad. Ja, es ist sogar, das Dämpferelement ist nicht von Fox, habe ich mich vertan. Marzocchi. Marzocchi war eigentlich früher ein italienischer Hersteller und die waren gerade im Enduro, Freeride und Downhill-Bereich, das war mal die Macht, sind mittlerweile aber von Fox aufgekauft worden. Okay, also doch Fox. Sehr schön. So, wir gehen mal hier rüber, dann sieht man hier Trekkingräder. Es ist unglaublich, wie viele Räder du jetzt wieder hast, aber die Saison hat noch gar nicht richtig gestartet. Deswegen machen wir jetzt hier das ganze Video. Du hast Tiefeinsteiger, einen ganzen Keller voll, weil das ist ein ganz starkes Segment bei dir. Genau. Allerdings so ein bisschen wetterabhängig. Tiefeinsteiger sage ich immer so ein bisschen wie ein T-Shirt. Die gehen dann mit dem ersten guten Sonnenstrahlen. Und die Hersteller haben uns über den Winter jetzt so gerade wohl mit dem beliefert, was sie gerade montieren konnten. Das waren zu unserem Leidwesen dann erstmal nur die Tiefeinsteiger, die man dann zeitweise
teilweise auch gar nicht gebrauchen konnten. Aber da sind wir gut eingedeckt. So, was ist das für eins? Zieh es mal kurz raus. Sieht ja scharf aus. Ein kleines Highbike mit... ist das ein kleiner Rahmen, das da? Das ist ein kleiner Rahmen, das ist jetzt tatsächlich die Größe S als Herrenrahmen, weil wir haben bei dem Modell verschiedene Rahmenformen, sowohl, wenn du mal hier gerade drauf zeigst, so ein bisschen diesen abgesenkten Damenrahmen und es gibt dann das Rad auch als Tiefeinsteiger. So, und das ist der abgesenkte Damenrahmen, der hat diese Form hier, das gibt es auch als Tiefeinsteiger. Daneben, wenn wir gerade dabei sind, ein Anthrazit-Metallic-Farben Orange. Was ist denn das für ein Modell? Das ist das Modell höherwertige, aber das, was ich hier in der Hand habe, das ist dann das Trekking 10, auch mit dem Bosch CX-Motor nochmal drin, damit der Top-Ausstattung für diese Modellreihe. Von Highbike, da vorne ist es. Komm, wir filmen mal das Preisschild ab von beiden, dann haben wir auch eine Information für alle Leute, die bei German Television noch Stammbild machen möchten. Das ist hier drauf, also hier sind wir bei 4.399. Das ist ja immer der Bruttopreis. Also wenn man das Thema Jobrad macht, dann kann man noch mal Geld sparen. Das muss man immer individuell ausrechnen. Ja. Kann man das selber am Bildschirm machen? Kann ich auf jobrad.de gehen, schon mal gucken? Also die verschiedensten Leasinggeber haben Webseiten mit Beispielrechnern, wo ich einfach meinen Bruttolohn eingebe, die Steuerklasse und dann errechnet sich das. Man kann auch noch oft in so einen erweiterten Modus gehen, wo ich noch kinderfreie Beträge und so weiter eingebe, dann wird es immer genauer, aber eine grobe Richtung hat man auch schon mit dem einfachen Modus. Ja, nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Selbstständige können das machen. Die machen das dann über das Thema Fahrzeugleasing, also geht das gleich in grün. Und ist das für den Arbeitgeber viel Aufwand, das abzurechnen oder läuft das? Überhaupt nicht. Also sagen wir, man sollte vorher gucken, dass man bei der Kreditreform seine Unterlagen eingereicht hat, weil die Bonitätsabfrage meistens über Kreditreform läuft bei Selbstständigen oder bei Firmen. Und dann geht man auf die entsprechenden Webseiten, ob das jetzt Jobrad, Businessbike oder Eurorad ist. Meistens wird das dann in PDF-Form, kann man ausfüllen. Also ich sag mal im Großen und Ganzen 20 Minuten. 20 Minuten und dann habe ich mein Fahrrad hier. 5.199 € von der Optik her, fixt mich das schon ziemlich an. Das ist wieder mal ein Ghost. Du magst Ghost? Absolut. Und jetzt sagen wir, das Modell hier, das ASX, war eines der absoluten Top-Renner der letzten 2 Jahre, muss man sagen. Und die haben jetzt einfach Folgendes gemacht. Die haben den Rahmen weiter produziert und haben jetzt nur für den großen 750er Akku das Unterrohr angepasst. Und deswegen haben wir hier ein Rad mit Bosch Smart System und 750er Akku für einen Preis von 5,2. Und das ist echt ein Knaller. Ein Fully. Ein Fully. Jawohl. Made in Germany. Hätte ich fast gesagt, assembled in Germany. So kann man... Hand assembled in Germany. Assembled in Germany. Der Rest kommt ja oft aus Fernost. Highbike, was ist das für eins? Das sieht ja schick aus. Das hatten wir gerade eben schon. Das ist das Allround, das, was oben stand, ne? Für 8.999 € mit dem Carbonrahmen. So. Du hast noch ein paar HNF Nikolai, die sind noch da. Die kommen gerade darüber, da vorne stehen schon ein paar. Wir gehen jetzt mal um die Ecke. Das haben wir übrigens im extra Video abgefilmt. Ein extrem leichtes E-Bike, 20 Kilo. Noch weniger, oder? Ne, hier sind wir bei knapp über 20, wo sind wir jetzt? 22 Kilo rum. Also viel leichter als der Rest mit einem neuen Antrieb von... Highbike. Nee, der Antrieb. Ach so, Fazua. So, dann haben wir noch ein extra Video gemacht von dem hier. Das ist das Ghost E-Riot. E-Riot in Carbon. Wir hatten ja gerade eben, im Video das Aluminiummodell gesehen und hier haben wir jetzt die Carbon-Ausführung. So, auch hier 7.599 €. Wie gesagt, 10. März. Bosch dominiert immer noch, muss man sagen. Die Bosch-Antriebe haben sich in Deutschland massiv durchgesetzt. Weltweit ist ja, ich sag mal so, Yamaha auch ein Thema und andere Marken. Was ist der Unterschied, wenn ich jetzt im Internet, ich gehe auf zum Beispiel Amazon.de, gebe E-Bike ein, da gibt es dann was für 5,99 €. Ja, du lachst, aber wo sind da die Unterschiede? Geht schon allein damit los, sag mal, wenn ich jetzt bei einem etablierten System bin, ob das jetzt Bosch, Yamaha oder Shimano ist, dann habe ich die Möglichkeit, zu jedem Händler zu gehen und der kann mir helfen. Ob das softwaremäßig ist, ob das Ersatzteile sind oder was auch immer, was mit dem Rad los ist. Das bieten diese Systeme nicht. Im Prinzip ist das ein Produkt, wenn was drankommt. Wir gehen an diese elektrischen Systeme auch nicht dran, weil wir keinen Zugriff auf Service und Ersatzteile haben. Das heißt, wenn so ein Rad mal kaputt ist, kannst du es nehmen. Entweder ist dann ein Elektroniker, der irgendwas zusammenlötet, aber die meisten Werkstätten im Fachhandel gehen da nicht dran. Das ist guten Grund. Ich muss ja auch für meine Leistung, die ich abgebe, ja irgendwo auch garantieren und das kann ich hier nicht.
Das ist so. Oft sind das Heckantriebe, keine Mittelantriebe. Die sind oft auch nicht drehmomentgesteuert, sondern die merken, ich drehe einfach nur. Und dann Tretimpuls, das heißt, du kannst also auch ohne Kraft treten und der Motor schiebt halt einfach an. Und hier haben wir ja schon allein von der elektronischen Steuerung, was diese Drehmomentsteuerung angeht, allein das ist ja schon sehr aufwendig. Ja, hier zum Beispiel HNF Nicolai, das sind diese Bosch-Antriebe mit der Drehmomentsteuerung. Das heißt, die unterstützen mich. Von alleine geht da gar nichts. Aber das ist so sanft, sagst du, als ob man so ein bisschen Rückenwind hat oder starken Rückenwind. Ich sag mal so, also hier leite ich ja eine gewisse Kraft ein und die wird prozentual unterstützt. Und wie stark ich das mache, stelle ich mir im Display ja ein. Ich kann also hier hingehen und kann meine Kraft sozusagen mehr als verdreifachen. Verdreifachen, das heißt, ich komme jeden Berg damit hoch, auch mühelos? Ja, also bei dem CX haben wir ein Drehmoment maximales von 85 Newtonmeter, das ist richtig Punch. Also es ist richtig, wer sich auskennt, also so ein Polo oder so, wenn man das umrechnen würde, die sind ja viel schwerer. Also es ist ja so, dass diese Räder, ich glaube eine Akkuladung kostet so zurzeit um die 30 Cent ungefähr. Kommt hin, je nachdem, was für eine Akkugröße. Meistens fährt man ja eh nicht komplett leer. Also, aber die Kosten für die Akkuladung spielen hier im Prinzip keine Rolle. Also nicht, dass ihr denkt, das wären jetzt riesige Stromkosten, die entstehen, weil 700 Wattstunden sind dann 0,7 Kilowattstunden und man kann das ungefähr berechnen. Also kommt man ungefähr mit 1 Kilowatt brutto hin, oder? Beim Laden, wenn er ganz leer wäre. Wenn er ganz leer wäre, genau. Okay, hier vorne hast du 45 km/h. Das fährt gern die Polizei in Hamburg, habe ich einen Bericht drüber gesehen. Ja, da braucht man ein Schild hinten dran. Ja klar, damit die Leute, wenn die wegfahren, damit die nicht an die 25 km/h Grenze kommen. Damit darf ich denn nicht mehr auf dem Radweg fahren. Das ist korrekt, ja. Aber ich sag mal so, das ist letztendlich eine Ordnungswidrigkeit. Ist immer noch besser, wie ein normales Pedelec zu tunen, was dann wirklich im Bereich der Straftat ist. Ja, zieh's mal raus, dann sieht man, hinten ist ein Kennzeichenhalter auch mit dran. Was interessant ist bei dem Fahrrad, du bekommst eine Prämie in Höhe von etwa, ich glaube, 300, 400 Euro zurück, wenn man etwas ganz Gemeines macht. Das geht bei dem Fahrrad. Okay. Du kannst ein großes Kennzeichen in Salui holen, mit Salui, also praktisch ein 125er Kennzeichen, machst das hinten drauf und kriegst dann diese CO2-Prämie zurück. Ja, haben wir schon gehört. Ja, das geht. Dann ist hier hinten drauf ein Saluja Kennzeichen. Ist Kuchenblech. Gesehen habe ich es noch nie mit Saluja Kennzeichen. Also statt einem Versicherungskennzeichen, was man kennt, was blau, schwarz, im Moment ist schwarz, glaube ich, drin, kann man hier auch ein großes Nummernschild drauf machen. Ich bin aber sehr gespannt, wenn ich dann damit über die Autobahn, was ich ja nicht darf. Nee, auf die Autobahn darfst du definitiv nicht. Wir haben ja hier eine Unterstützung bis 45 km/h und drüber müsste man dann selbst treten. Und auf der Autobahn musst du ja mindestens 70 fahren können. Weißt du das noch? 60 glaube ich. 60, ja, okay. Nee, 60 schaffst du ja nicht. Aber das Coole ist, die sind gar nicht so teuer. Also 5.415 Euro. Und wenn man das sieht, das 25er liegt ähnlich vom Preis, oder? Genau. Es ist tatsächlich so, wir haben jetzt die neuen Vierer-Modelle, die dann mit dem größeren Akku kommen, mit dem Smart System. Die sind jetzt dann leider doch deutlich teurer geworden. Auch die Räder haben wir schon da. Hier sieht man auch sehr schön, da ist jetzt ein Carbonriemen drauf. Auch das hast du im Programm? Ja, haben wir also in mehreren Rädern. Ne? Der läuft also komplett öl- und fettfrei. Hält wesentlich länger wie eine Kette. Also wirklich ein Sorglospaket. So, und hier auch statt einer Kettenschaltung hast du hier ein Hightech, oder? Das ist ein stufenloses Kugelumlaufgetriebe. Das schaltet dann stufenlos. Nahezu wartungsfrei, muss man sagen. Also du fährst damit. Machst du gar nichts, überhaupt nicht. Sie kommt aus dem industriellen Anwendungsbereich und ist völlig wartungsfrei. Also entweder sie kaputt oder sie geht. Also das ist der. Geht nicht kaputt. Geht nicht kaputt. Okay. Du musst immer aufpassen, wenn du sowas im Video sagst, ja, dann so, wir geben ein bisschen Gas. Wir haben ganz viele Highbikes, sowas kostet knapp über 4.000 Euro. Genau. 4.199 Euro und ist ein All-Track. Was spricht denn für das Rad? Hier haben wir dann auch schon den großen Akku drin, ne? Also ein Yamaha-Motor mit dem 720 Wattstunden Akku, haben dann schon eine richtig schöne Schaltanlage von Shimano drauf mit 12 Gängen. Also das eine Luftgabel, das ist im Hardtail-Bereich schon dann die Oberklasse. Hast du einige von da? Ist das gleiche in anderen Farben? Nein, das ist ein anderes Modell hier nochmal. Da haben wir auch den Yamaha-Motor drin mit dem kleineren Akku. Und 3.299 Euro, ein ausgewachsenes Rad. Der Yamaha-Motor, ich fahre ihn selber, sehr leise. Es muss nicht immer Bosch sein. Nee, absolut zuverlässig. Also wir sind mittlerweile so weit, wir haben ja hauptsächlich, sagen wir, den Yamaha, den Bosch und den Shimano.
Das Augenmerk sollte auf dem Einsatzbereich des Rades liegen. Das Budget muss passen. Natürlich, das Rad soll gefallen und die Sitzposition muss stimmen. Und dann ist es eigentlich egal, bei welchem Motor du jetzt landest. Die unterscheiden sich natürlich und haben unterschiedliche Charaktere. Aber da geht es für mich weniger um besser oder schlechter. Die haben alle ihre Vorzüge. So, Highbike hast du ohne Ende. Und jetzt kommen wir auf ein besonderes Projekt. Denn immer mehr Jugendliche möchten gern fahren, die aber noch, ich sag mal, Körpergrößen haben, so um die 1,60 Meter, 1,70 Meter. Und da ist dieses Modell kommt ins Spiel. Das kostet 2.999 € vom namhaften Hersteller Lapierre aus Frankreich. Und was für einen Motor hat der verbaut? Hier haben wir den Bosch Ramvet drin mit 60 Newtonmeter und haben einen 400 Wattstunden In-Tube-Akku. Das Schöne ist halt eben, siehst du ja auch hier, wir haben wirklich eine extrem niedrige Rahmenform, sodass wir wirklich ganz kleine Menschen oder auch Kids mit dem Rad bedienen können. Also wenn ich zum Beispiel eine kleine Frau habe, die nur 1,60 Meter ist oder so, dann ist das ein tolles Rad. Ruhig mal Probe fahren. Obervolt heißt das, 2.999 €. Auch das kann man natürlich leasen. Und jetzt kommen wir zu einer besonderen Sache. Wir geben Gas. Das ist das Thema Rotwild. Du hast dein Rotwildprogramm massiv ausgebaut. Wir haben eigene Videos heute auch noch mal gedreht. Aber da reden wir jetzt wirklich schon von der Speerspitze des deutschen Kraftfahrzeugbaus im Bereich Fahrradtechnik. Ja, absolut. Also bei Rotwild ist natürlich so, es wird immer so ein bisschen fälschlicherweise gesagt, die Rotwild, die sind extrem teuer. Also wenn ich jetzt zur Highbike gehe oder gehe zu Ghost und nehme die Topmodelle raus, liegen die im gleichen Preisniveau. Rotwild fängt halt eben erst in Vollcarbon an. Das heißt, da fehlt sozusagen die Modellpalette nach unten fehlt. Also Rotwild beginnt bei 8.000 € und geht dann beim Topmodell, wie hier jetzt bei dem Ultra, was wir ein bisschen umgebaut haben, bis auf 13.000 € hoch. Ja, hier EP8 Yamaha, 85 Newtonmeter XT-Schaltung. Wir haben ein Video über dieses Fahrrad hier gemacht, 13.000 € und dann kommt noch eine Frechheit mit dazu, ein kleiner Akku. Ja, aber genau der kleine Akku macht es ja in bestimmten Bereichen aus, weil einfach das Gewicht massiv reduziert wird und dadurch das Handling vom Rad ein völlig anderes ist, haben wir ja im Video besprochen. Wenn du das vergleichst mit einem Alu-Fully mit einem 500 Wattstunden Akku, liegen wir hier deutlich über 6 Kilo im Gewicht besser. Also du hast alles von, ich nenne es mal 2.500 im günstigen Einstiegsbereich bis 13.000, 14.000, 15.000. Da geht natürlich noch viel, viel mehr. Die haben unglaublich viele Fahrräder, zum Beispiel das RG. Das ist eine besondere, also es ist sehr, sehr leicht, oder? Nein, beim RG, G steht für Gravity. Also hier geht es darum, das ist wirklich parktauglich, also auch mit Sprüngen und alles, was dazugehört. 180 mm Federweg, dann auch mit dem kleinen Akku. Und das ist ein Rad, das ich zum Beispiel selbst fahre. So, und das ist eins für den Bikepark. Ja, wobei auch immer noch bergauf tauglich, auch mit dem Motor halt eben, auch von der Sitzposition ist immer noch so, dass du dann, also ich fahre nur dieses Rad aktuell. Pumptrack geht? Naja, da bist du mit 180 mm am Pumptrack schon ein bisschen fehl am Platze, da geht noch ein bisschen zu viel Energie in. Ja, aber bei dir, du bist doch fit. Machbar ist alles. So, Rotwild, hier vorne sehen wir das RE, auch das haben wir vor 2 Jahren schon gefilmt. Da kam die das erste Mal rein. Das hat einen besonderen Antrieb, Prose. Genau, absoluter Dauerbrenner, ne? Das ist so ein bisschen die klassische Kombination. Rotwild mit dem Prose-Motor mit dem 750 Wattstunden Akku. So, hier was ganz Neues, 735 Wattstunden Akku, ein EP8 mit drin, trotzdem leicht, 24, ich glaube 25 Kilo. Nee, hier sind wir bei 23 Kilo. 23 Kilo, mit dem großen Akku, mit Vollausstattung. Jawohl. Warum ist das so leicht? Na, du hast halt einfach den Vollcarbonrahmen mit drin, natürlich die hochwertigen Parts ansonsten verbaut, also so ergibt sich das Gewicht. 12.499 €. Das kann man aktuell bei Jobbike noch nicht leasen. Da geht es bis 12.000. Grenze aktuell 12.000 €, aber es klingelt so ein bisschen im Busch, dass die erhöht wird. Du schraubst da dran. So, dann ganz viel Rotwild noch. Dann, was ist das hier, das orangefarbene Highbike? Das steht im Fenster. Da sind wir auch wieder bei dem All-Trail-Modell, was also die aktuelle Hardtail-Serie abbildet. In dem Fall mit Yamaha-Motor. Und hier sind wir nochmal beim All-Mountain, also voll gefedert, auch mit Yamaha-Motor. So, Highbikes. So, haben wir noch 5 Minuten? Nee, haben wir nicht mehr. Sonst würden wir in die Werkstatt rübergehen, aber das schenken wir uns. Du hast eine neue Werkstatt. Ja. Hier war deine alte Werkstatt drin. Die Werkstatt ist auch im EKC. Und zwar etwas versteckt. An der anderen Seite des Gebäudes, aber da haben wir jetzt dann ganz eigene Räume und das ist unsere ehemalige Werkstatt, was jetzt unsere Neuradmontage ist. So, denn die Räder kommen hier an, da vorne ist der Eingang. Du hast jetzt unterschieden, vorher wurde hier alles gemacht. Das ist aus allen Nähten geplatzt. Drüben in der neuen Werkstatt arbeiten jetzt 3 Leute. Die Kapazität für Reparaturen hast du hochgefahren, denn du bietest jetzt auch tatsächlich für Markenräder, auch Fremdräder, Werkstatttätigkeiten an, aber nicht billige China-Bikes, sondern es geht um Markenräder.
Fehler, richtig? Nee, also pass auf, wir machen das ja nicht aus Bösartigkeit gegenüber dem Kunden. Es gibt nur bestimmte Räder, an denen wir nicht rangehen, weil wir einfach dann die Qualität unserer Arbeit nicht gewährleisten können. Ja? Das sind aber Ausnahmefälle. So, hier sind ganz, ganz viele Räder, die noch zusammengeschraubt werden. Last but not least, was ist das für eins, das Grüne? Ja, hier haben wir ein Ghost E-Teru, auch mit dem Bosch Smart System, Kiox Display und auch dem großen Akku. Und da sind wir dann im Preisbereich bei 4,2. Bei 4,2, kleiner Rahmen hier? Sehr klein, ja. Sehr klein. Das heißt, hier könnte tatsächlich ein Jugendlicher mitfahren, ein Junger, oder? Durchaus, natürlich. So, also für viele ein Traum, ihr könnt ihn euch erfüllen. Und auch das Rough Cycles haben wir in einem anderen Video drin gehabt. Das kam rein, das hast du sofort verkauft, denn du machst 2 Tage und war direkt weg, ja. Du machst hier Beratung. Das heißt, Leute kommen rein und hierbei war es so, diese Dame, die es gekauft hat, kann man ja sagen, fährt selber Motorrad und hat gesagt, naja, E-Bike weiß ich nicht so. Es ist gekommen wegen einem E-Bike, weil der Arbeitgeber jetzt Leasing anbietet, aber sagt dann, naja, eigentlich bin ich gar nicht so der typische Fahrradfahrer. Und da habe ich ihr das gegeben, direkt ein riesen Grinsen im Gesicht und ja. Probe gefahren, gell? Ja. Kai Gimmler, du bist tatsächlich Meister, man glaubt es kaum. Das ist nicht bei eBay Kleinanzeigen erworben, sondern das hast du auch nicht selber am Laserdrucker gedruckt, sondern die Handwerkskammer Rhein-Main hat es dir erteilt. Damals noch Bernd Ehinger, ich kenne ihn noch. Und nee, kenne ich nicht, aber Dr. Christoph Ries. Wichtig ist Qualität. Du selber stehst auch noch ab und zu mal in der Werkstatt? Selten. Also Werkstatt eher weniger. Ich bin jetzt aktuell noch im Verkauf aktiv, aber ich habe ja selber einen Azubi, den wir selbst ausgebildet haben, war 1er-Abschluss. Und der macht gerade Meisterschule? Der macht jetzt gerade den Meister, genau in der Bundesfachschule Zweiradtechnik in Frankfurt am Main, wo ich damals selber auch war. So, und du bist ein echter, waschechter Saarländer. Das ist vielen ganz wichtig, denn die sagen, wir wollen gern das Geld hier im Saarland ausgeben als Saarländer. Und wo kommst du her? Wo bist du geboren? Auf dem Nordgau. In Gerlfangen, ein 700-Einwohner-Dorf. Echt, du warst noch eine Dorfgeburt, oder wie? Ich bin ein Dorfkind. Nein, bist du auf dem Dorf geboren oder im Krankenhaus? Ich bin im Krankenhaus. Also ich bin nicht auf der Kuhweide, also wir hatten schon Krankenhäuser. Das ist so. Also du kommst wirklich aus Gerlfangen, wer sich auskennt. Das ist hier Saarlouis, ganz in der Nähe auf dem Gau. Vielen Dank fürs Einschalten. Die Öffnungszeiten bei dir ganz speziell. Du musst weg, ich weiß, aber die müssen wir noch sagen. Montags bis freitags ist es nicht geöffnet, sondern dienstags bis samstags, durchgehend. Genau. Montags geschlossen, aber sonst durchgehend Dienstag bis Samstag 10 bis 18 Uhr. Dienstag bis Samstag 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Tschüss Kai, 10.3.2023. Ciao. Ciao.